Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange. Ja, wir haben in der letzten Folge unsere Rückspulfähigkeiten kennengelernt und wir sind auf dem Weg zur Toilette, um das gute Mädchen, was dort erschossen worden ist, zu retten, wenn das denn möglich ist. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. Okay, I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Ich glaube, jetzt hier die Leute anzugucken macht nicht viel Sinn. Forget about them and go before that girl dies. Genau. Das klappt nicht, also brauchen wir nicht großartig was anderes zu machen. Wir rennen mal rüber und gucken, ob wir das Mädel retten. Normalerweise würde das ja gegen die Badass-Mentalität verstoßen, die wir eigentlich am Tag legen wollen, aber wir können nichts anderes machen. Wir müssen jetzt dahin. Das habe ich ja gesagt, soweit es geht, versuchen wir das so zu machen. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. Oh, and I took a photo. Hat sie? Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Tell me what to do. Wowzer, it's happening again. People trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this. I need a hammer to break it open. Would ever even miss your punk ass, would Okay, they? Wagen. Get that gun away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Okay, wieder zurück. Don't ever tell me what to do. Dann bewegt I'm ihn so mal. sick of people trying to control me! You are going to get in Dann hella more nehmen wir trouble diesen for this schönen than Hammer. drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that Und gun dann- away from me, psycho! Ja, dann spulen wir mal zurück. So, haben wir... Don't ever tell me what to do. Müssen wir den jetzt nochmal? Haben wir den? Ne, wir haben den Hammer. Of people trying Okay. to control me! Dann You are hammern wir going es to auch get in rein. hella more trouble for this than drugs. No way! Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a Okay. girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Nicht durchdrehen, ja, besser ist es. Ich glaube, wir müssen eh erstmal hier raus. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Mhm. Verpiss dich. So sieht's aus. Wobei, wir mögen ja Arschlöcher. So, wir müssen also auch da raus, können wir uns mit ihm unterhalten. Wir können auf jeden Fall erstmal Principal angucken. Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Does he hate me? Du weißt nicht, wir werden es herausfinden. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Okay, also, wenn wir ihn jetzt verpetzen würden, dann wären wir ja quasi der nette, gute Samariter, würde ich mal sagen. Wenn wir sagen, oh ja, hier, der Nathan, das Arschloch, das hat die Pistole. Und wenn wir sagen, nö, weiß nicht, keine Ahnung, was los ist, dann, ja, könnte es ja noch weitere Probleme geben. Also sagen wir einfach mal, wir verstecken die Wahrheit. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that Team Toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here.
You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with the class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Ja, könnten wir. Machen wir aber nicht. Wenn wir jetzt noch eine andere Option hätten, was wir sagen könnten, also dann würde ich ja drüber nachdenken. Also wir können mal eben hier schnell einmal... Auch wenn es zwischendurch mal dann wieder langsamer wird. So. Hier, ich denke, wir können nur zwischen melden und der Wahrheit verstecken wählen, deswegen bleiben bei der Wahrheit verstecken. I just got sick in class. So, dabei bleiben wir und wir gehen jetzt nach draußen. So, die erste schwer tragende Entscheidung ist getroffen. Tja, da sind wir draußen auf dem Campus. Hier gibt es auch sicherlich noch einiges zu entdecken. Zum ersten Mal die Vermisst-Flyer wieder mal. Die auf dem Boden Rachel umliegen. Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Tja, finden wir es heraus? Oder finden wir es nicht heraus? Werden wir es jemals erfahren? Ah, ja, also. Gehen wir links rum. Ich gehe immer im Uhrzeigersinn eigentlich. Habe ich mir irgendwo mal so angewöhnt. Ah, Miss Grant. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Petition? Reden wir mal drüber. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Ja, normalerweise müsste ich jetzt eigentlich sagen, nee, ne? Streng genommen? Nö. Well, I'm kind of in a rush right now. I don't really have the time. Too bad. Serious things are taking place at Blackwell, and they affect you most of all. Come back and see me when you do have time. Also, okay. Das heißt einfach nur, Promise? wir brechen also nur das Gespräch ab. Okay, dann Hi, Miss Grant. Do you want to hear more about this petition now, Max? machen wir nicht einen auf Bad. Wir Sure. hören erstmal zu und dann I like to get all the facts first. gucken wir. David Madsen, our chief of security, wants Yo. to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Okay, wir können also jetzt erstmal hier Sachen abfragen anscheinend. David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Die Ureinwohner? The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Petition einfach unterschreiben? Nö. Nö. Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Jo, diese Aktion wird ebenfalls Konsequenzen haben. Können wir noch weiter mit dir reden, oder ist das jetzt alles gewesen? At least I know where you stand, Max. Always in front of the camera. Ja, so. So ist es jetzt einfach. Wir unterschreiben deine Petition nicht. Das ist mir vollkommen Hupe. Oh. Warren hat uns eine SMS geschrieben. Okay, hier kommen auch ein paar mehr rein. Wo waren das letzte stehen geblieben? Ja. Hi Max, kannst du meinen Stick holen? Ich brauche ein paar Infos und Speicherplatz. Hallo? Sorry, wurde spät, verrückter Tag. Treff dich am Parkplatz, sieht gut aus, du wirst sehen. Meine Kamera ist bereit, bis gleich. Hoffentlich.
So, wir haben auch hier nochmal. Jetzt hier David. Mann, ich schwöre, dieser Wachmann ist der größte Arsch hier und das heißt was. Er behandelt immer alle wie Verbrecher oder zumindest so, als würde man etwas aushacken. Er hat mich heute auf dem Flur in die Mangel genommen und ich dachte, er wolle mich festnehmen. Ich habe gehört, dass er aus der Armee entlassen wurde oder so ähnlich. Und natürlich landet so einer dann als Sicherheitschef an der Blackwell. Sollte man sich auf dem Campus nicht, naja, eben sicher fühlen? Angeberische Bro-Dudes mit Abzeichen und Gewehr mit dem Taser sieht er aus, als wolle er in einem Elektroschock verpassen. Er wäre allerdings ein tolles Motiv für ein Porträtfoto bei den Behörden. Wer heiratet so einen? Seine Familie tut mir leid. Es wäre, als würde man in einer Baracke leben. Schauder. Eine Person mehr, die ich an der Blackwell besser meide. Schnapp sie dir alle. Und dann haben wir noch den Direktor. Rektor Wells ist mir irgendwie ein Rätsel. Aus irgendeinem Grund scheint er mich ständig zu verdächtigen. Wer hätte gedacht, dass ich so viel Unruhe stiften würde? Er wollte wissen, wieso ich im Flur so durch den Wind war und ich habe rumgestottert wie ein Volldepp. Ich werde in seiner Nähe vor lauter Angst um mein Stipendium immer mega nervös. Gegenüber anderen Schülern verhält er sich normal. Was habe ich ihm denn getan? Er scheint gestresst zu sein. Wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich über das Blackwell-Drama hinwegsehen müsste. Sein Atem roch ein wenig nach Alkohol, aber es könnte auch sein Eau de Cologne gewesen sein, oder? Ich kann mich noch an unser erstes Treffen in seinem Büro erinnern. Er war echt nett. Er hat gesagt, dass er hoffe, dass ich mal eine große Fotografin wäre, die sich irgendwann gegenüber Blackwell erkenntlich zeigt. Ich glaube, das war ein wenig zu viel Wunschdenken, aber der Gedanke gefiel mir. Ich muss mich in seiner Nähe einfach bedeckt halten, zumindest bis er mir vertraut. Und dann haben wir jetzt noch weitere Seiten. Die lesen wir natürlich dann auch nochmal durch, damit wir auch das Innenleben von Max weiter kennenlernen. Ich fühle mich echt scheiße. Ich wollte nur noch aufs Klo, um allein zu sein, um mein Gesicht nach diesem Albtraum oder Tagtraum zu waschen. Als ich dort war, sah ich einen wunderschönen Schmetterling und als ich gerade ein Foto gemacht hatte, kam Nathan Prescott panisch und zu sich selbst sprechend herein. Ich versteckte mich in der Ecke und dieses Punk-Mädchen kam rein. Sie haben angefangen, über Drogen und Geld zu diskutieren. Dann hat Nathan eine Knarre gezogen und sie erschossen. Und dann wurde es bizarr. Nachdem Nathan die Pistole abgeschossen hatte, kam ich aus der Ecke hervor und streckte aus irgendeinem dummen Grund meine Hand aus, so als könnte ich die Kugel aufhalten. Aber plötzlich konnte ich fühlen, wie sich die Welt um mich herum verdrehte und ich einen furchtbaren Druck im Kopf spürte. Alles schien rückwärts zu laufen und ich habe mich an der Klasse an meinem Tisch wiedergefunden. Ich dachte buchstäblich, dass mir jemand Drogen gegeben hat, bis ich mich selbst beruhigt habe. Ich sah, wie alles in der Klasse genauso passierte wie zuvor. Täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie habe ich es wohl geschafft, die Zeit zurückzudrehen. Ich wusste, dass der einzige Weg herauszufinden, ob ich einen Zusammenbruch hatte, der war, zurück in die Toilette zu gehen und zu versuchen, das Mädchen von Nathan zu retten. Ja. Ich wusste aber noch nicht, wie. Ich wusste nur, dass ich es mir nie verzeihen würde, wenn ich sie noch einmal sterben lasse. Ich entkam Jefferson, indem ich die richtige Antwort gesagt habe und rannte zur Toilette. Ich versteckte mich wieder in der Ecke und konnte es nicht fassen, als Nathan wieder panisch reinkam. Danach kam das Mädchen rein und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den antiken Feuermelder aus, indem ich das Glas zerschlug und die beiden erliefen davon. Sieg auf ganzer Linie. Bis ich vom Wachmann verhört wurde. David Madsen. Der denkt, er sei Chuck Norris. Blackwell Ranger. Nathan Prescott tötet fast ein Mädchen in der Toilette, aber nein, ich bin das Problem. Ich war so froh, als Direktor Wells eingeschritten ist, um David zu verscheuchen. Ich wollte Direktor Wells darüber informieren, dass Nathan mit einer Pistole rumläuft, aber da ich weder das Mädchen noch meine Fähigkeiten erwähnen wollte, habe ich es gelassen. Ich wusste nicht, wie ich es ihm erzählen sollte, ohne nicht dumm dastehen zu lassen. Er fragte mich, warum ich während des Feueralarms im Flur war. Ich bin nur immer noch froh, dass ich ihm nicht erzählen musste, dass Blackwell ehrenhaftester Student, ein Mädchen in einer anderen Zeitlinie getötet hat. Mein Schultag begann mit einem apokalyptischen Traum und endete damit, dass ich ein Leben gerettet habe und eine Art Kraft, mit der ich die Zeit zurückdrehen kann. Ich weiß nicht, wie ich das noch überbieten sollte. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Das machen wir also ganz zum Schluss. Warum sollte ich das jetzt nochmal öffnen? Zielsetzung, ich muss in meinem Zimmer, um meinen USB-Stick zu holen. Okay, das wird also auch hier nochmal vermerkt, damit wir immer wissen, was wir zu tun haben. Und jetzt können wir da das Foto angucken. Und hier ist also, so ein bisschen Timeline. Ich weiß mal nicht so ganz, was der Sinn dahinter ist. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Das ist also auch von Mr. Jefferson gemacht, okay. Ist hier denn noch irgendetwas? Wir können also bis da hinten sogar hingehen. Ich möchte hier echt nichts verpassen. Das können wir uns nicht angucken, den Mülleimer auch nicht. Können wir das so quadratmäßig, wir können das ja quadrantenmäßig abgehen. Den Quadranten haben wir ja quasi, glaube ich.
Wenn wir eben hier rüberlaufen. Irgendwas an der Bank oder so machen können. Was ist mit dem Eichhörnchen da? Damit ist nichts, okay. Gut, die stehen noch mit hier drin in dem Quadrant. Und da liegt auch noch einer, dann quatschen wir erstmal hier mit Stella. Und gucken uns das erstmal an. Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Gut, dann reden wir mit ihr. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Ja, wir sind ja Snobby und, ne, also wir sind Arschloch, wir sagen, der ist abgehoben. He's aloof. He seems like he's always above you. Not like a snob, but like you don't know what's in his head. Maybe. Mr. Jefferson just has his own style. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Really? Was? Nee, really. No way. You can get him so busted. And he's not going to mess around with the student. That's what you think. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Mm-hmm. Well, I heard that from a good source. Kannst du sie? So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Insane Stories, aha. Was ist jetzt mit der anderen Chicks hier? Mit dem Mädel? Also ich fall manchmal echt hier in meine Rolle rein, so als Arschloch. Das bin ich eigentlich gar nicht. So, wer liegt hier noch rum? Können wir nichts machen? Nö. Die chillt eine Runde. Gut, dann gehen wir jetzt in das Quadrant. Den Quadrant. So. Also man muss hier echt aufpassen, weil es gibt hier... Diese Fotos sind teilweise echt schwer zu finden, das weiß ich halt schon. Aber ich habe hier schon einiges vergessen, muss ich wieder ehrlich zugeben. Dann haben wir hier Fotoalbum. Gucken wir das mal an. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Echt? Okay. I think his name is Evan. He always looks so intense. Dann gehen wir mal auf die andere Seite wahrscheinlich. Oder? Nö, doch, wir müssen uns neben ihn stellen. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Ja, das wissen wir wahrscheinlich. Also wer von euch das weiß, bitte einmal. Nee, keine Ahnung. Isn't it Robert Dourneau? Oh my. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peak for you. Okay, können wir das irgendwie zurückspulen? Und dann irgendwie da reingucken, wenn wir ihn jetzt... Hey, Evan. Let's see if you're worthy of it, Mac. Okay, der Dono war es nicht. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. Okay. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Okay, dann dürfen wir wohl reinsehen. Das ist schon wieder Rachel. Aha. Und davon konnten wir uns jetzt was kaufen. Was ist mit dem haben wir hier? Können wir jetzt noch mit dem reden? Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. Wie war sie denn so? What was she like? She was like mercurial. You know what that means. Of course I do, you snob. I know, I can be a little diva. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Das hört sich eher weniger gut an, wa? Okay, wir haben das abgehakt. Hier sieht eigentlich auch nicht sonderlich viel Action aus. Ich weiß, dass hier Fotos auf jeden Fall noch gehen, aber... Was mal hier? Graffiti? Clever. Vortex Club Sub Sucks. Okay. Luke. That's Luke Parker.
Zachary pushed him into a locker last week. Go Bullies. Okay, quatschen wir mit ihm. Hello? Max, I don't feel like talking. Was ist denn los? What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. Ich glaube... He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. So ein bisschen heißen. Ja, wir werden sehen, der wird sich schon selber kaputt machen. So wie das bisher lief. Wie sieht's denn hier aus? Das können wir uns nicht näher angucken. Aha, das können wir uns wieder anschauen. That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Mhm. Ach, das ist der gerade so gebullied worden ist. Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. Okay. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Nicht malen. Nee, Junge, nee, lass mal I'd rather sein. not, Daniel. Not that I don't want you to. Never mind. I guess you would be too ashamed. Now, I have to get back to my drawing. Diese Aktion wird Konsequenzen haben. Gut, wissen wir Bescheid. Aber, naja. Ich lasse ja nicht einfach irgendwen hier unser schönes Antlitz einfach nachmalen. Ne? Das muss man sich dann schon verdient haben. So, hier haben wir auch nochmal ein Bild. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Das ist quasi die Ausstellung auf dem Schulcampus. Interessante Sache. Die da oben können wir uns noch angucken, die Jungs. Hier haben wir noch den Brunnen. Können wir uns also mal hinsetzen. Und nun? This day has been so insane. Reflektieren wir mal. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Da ist die Übersetzung nicht so ganz hinterhergekommen. Ich glaube, damit wären wir hier. Mit Senieren wieder fertig. Die hatten wir uns angeguckt, das Eichhörnchen. Münzen. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Aber fotografieren will sich trotzdem nicht. Aber wir haben hier. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Ah, da. Fotografieren. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch so aus, wie das eine Statue in dem da. Bild. Genau. Auch eine Errungenschaft freigeschaltet. Gleich nochmal mit. Aber hier. Jetzt haben wir den da. Also Fotowand, zerbrochen, irgendwas mit Football, Sonnenuntergang. Das dürften wohl noch die Sachen erstmal, die wir in naher Zukunft finden. Und die Fotowand, naja, wo die zu finden wird, dürfte dem einen oder anderen vielleicht schon einfallen. Ich weiß gar nicht, ob wir mit ihm hier, der hier rumskatet. Ey, Logi, was ist los? Okay, er fährt einfach durch uns durch. Dann quatschen wir mal mit Justin. There's Justin and his skater posse. They're so cute doing their tricks. Quatschen wir Yo, mit dem. Justin. Check out the Max. Come to thrash? Was ist Thrash? Thrash? You mean stage diving or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Okay, jetzt kommen wir wieder. Spul schon. So. Yo, Justin. Check out the Max.
Ja, ich bin für No Slide gekommen, ist doch I klar. came to no slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Wir wollen einen Tree Flip sehen. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Ich jetzt auch noch mit Trevor. Oh. Ich glaube, jetzt hier das Ding ziemlich in die Nüsse gehauen. Können wir uns jetzt über ihn lustig machen? Ne, wir können ihn fotografieren. Das ist ja noch cooler eigentlich als Arschloch so. Das war bei den Bildern dabei. Da müssen wir doch gleich mal reingucken, tatsächlich. Dann ist das vielleicht so die Reihenfolge hier. Wenn es dann eine gibt. Das heißt, wir brauchen noch dieses cooler trinkende Eichhörnchen. Sag ich jetzt einfach mal. Ich glaube, er hat seinen Schmerz langsam überwunden. Können wir nochmal mit Justin quatschen? Hey, I'm stoked to see those photos framed and shit. You never really escaped Betty, though. Nicht wirklich. not really. Too bad. It's nice to have the females on board, too. Rachel, Amber, and her punk friend used to love skating with us. Aha, also wieder Rachel Amber. Welche Punk-Freundin meinte er denn? Oder sollen wir... Ne, wir fragen erstmal nach Rachel. Es scheint hier doch alles mit zu drehen. She used to chill with us sometimes. But one day, she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. And if anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Achso, okay, dann fragen wir mal nach der Punk-Freundin. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Na, beides halt nicht so. Und was mit Victoria? You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Okay, dann lass uns später mal chillen eine Runde. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Ja, das ist nett von ihm. Aber wir sind wieder an einem Punkt angekommen, wo ich euch danke fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, um keine Folge zu verpassen. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der ganzen Geschichte hier haltet. Ansonsten dürft ihr auch mal gerne bei Twitch reinschauen. Da streame ich regelmäßig. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei Life is Strange. Dann schauen wir uns die andere Hälfte hier noch von dem Campus an. Und werden dann natürlich in unser Zimmer gehen, um die Questreihe, sage ich mal, weiter fortzuführen. Also, in dem Sinne, haut rein. Ciao.